Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesely und wir reden heute über 3 Möglichkeiten, wie du deine Church und deinen Gottesdienst online bringen kannst in den nächsten 24 Stunden und wie du 3-mal mehr Menschen erreichen kannst als an normalen Gottesdiensten. Bevor wir loslegen, es gibt einen Unterschied zwischen Pre-Recorded Video und Live-Video. Heißt, wenn ihr ein Video aufnehmt, könnt ihr das auf YouTube posten oder ihr geht eben live. Und das sind 2 komplett unterschiedliche Dinge. Für viele Gemeinden bietet sich das Pre-Recorden einfach an. Ist zwar vom Feeling her nicht so cool wie, oh, man ist jetzt mit seiner ganzen Gemeinde jetzt gerade live um 10 Uhr morgens, aber es bietet natürlich einige Vorteile, weil wenn ihr jetzt euch am Samstag trefft, habt ihr den ganzen Samstag Zeit, okay, wir nehmen jetzt erst die Predigt auf mit dem Pastor in der Gemeinde oder in einem Studio, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Und dann machen wir die Band. Okay, Band hat nicht geklappt, hier Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Kamera und der Band. Aber ihr könnt das alles, ihr habt so viel Zeit, wie ihr das möchtet. Das heißt, ihr seid wie so manche Comedy-Shows, die machen das momentan genauso. Das heißt, ihr nehmt das alles auf, schneidet es zusammen und ladet es am Sonntag hoch. Hier könnte man zum Beispiel das so machen, dass man das am Sonntag um 10 Uhr hochlädt und eine Premiere macht. Heißt, bei Facebook gibt es den Button Premiere und dann ist nämlich das Coole, wenn euer Gottesdienst 1 Stunde lang dauert, ihr sagt, die Premiere von diesem Video soll um 10 Uhr sein, dann können alle Menschen, die auf das Video draufklicken, das heißt, ihr teilt den Link in euren Social Media Kanälen, heißt, die Menschen klicken auf Premiere drauf, auf dieses Video und alle gucken das Video zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Heißt, wenn ich das Video jetzt starte bei Minute 0, wie bei einem Livestream, gucke ich das und bei Minute 2, wenn dann jemand reinkommt in die Premiere, in das YouTube-Video, dann guckt er auch bei 2 weiter. Heißt, es ist im Prinzip wie ein Livestream, nur dass ihr es vorher aufgenommen habt. Genau, das ist pre-recorded, hat einige Vorteile und live, dazu kommen wir jetzt. Viele denken, wenn man so einen Livestream denkt, denkt man an hochkomplexe Systeme oder irgendwas, was viel Geld kostet und was nur große Gemeinden wie Hillsong oder ICF anbieten können. Und genau deswegen haben wir dieses Video gemacht und wir möchten euch 3 Möglichkeiten geben. Eine Möglichkeit, die eigentlich jeder machen kann, eine zweite Möglichkeit, die ein bisschen schwieriger ist und am Ende eine Advanced-Möglichkeit, die ein bisschen mehr Geld kostet, aber die natürlich noch cooler aussieht. Und wir möchten anfangen mit der einfachsten Möglichkeit, die es gibt und die eigentlich ziemlich gut ist und für die jede Gemeinde umsetzen sollte. Und zwar, du brauchst einfach nur ein Handy. Wir empfehlen dafür ein iPhone 11, weil es die beste Kamera hat, besten 3 Kameras hat und das beste Mikrofon. Und was hier super cool ist, ist, dass du einfach mit deinem iPhone 11 direkt streamen kannst. Und das möchten wir dir kurz zeigen. Um auf YouTube livestreamen zu können, brauchst du 1000 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Kirche der Fall ist. Bei den bisschen größeren Kirchen ist es wahrscheinlich der Fall. Und da klickst du hier oben einfach auf dieses kleine Kamera-Icon drauf und klickst dann auf Live. Wenn ihr auf Live seid, ja, wir erlauben das, dann kannst du hier oben den Titel deines Livestreams eingeben. Da wirst du am besten die Gottesdienstreihe eingeben. Du kannst öffentlich sagen oder nicht gelistet. Da kann man das zum Beispiel auf der Webseite implantieren. Dann kannst du das, wenn du nicht gelistet machst, dann sehen nur die Leute, die es auf der Webseite sehen. Aber es macht keinen Sinn, weil wir wollen ja Menschen erreichen als Christen. Und genau, du kannst den Standort noch hinzufügen, dass die Leute das vorgeschlagen bekommen, die vielleicht in deiner Region sind. Und dann kannst du, wenn du auf Weiter klickst, hier unten kannst du dann hier oben kannst du die Kamera noch auswählen. Logischerweise nimmst du dann die Frontkamera, postierst dein Handy. Wir empfehlen dir so ein kleines Stativ fürs Handy zu kaufen. Das ist einfach hinten auf die Technikbühne stellst und dann guck vielleicht, dass dir den Ton mit dem Lobpreis in der Predigt so ausrichtet, dass fürs Handy optimal ist. Also dass ihr vielleicht eine kleine Box dahin stellt, irgendwie die genau für das Handy einen optimalen Ton produziert. Und dann könnt ihr so live gehen und die Menschen können auf YouTube euer Live sehen. Aber da ihr 1000 Abonnenten braucht, gehen wir mal noch auf Facebook und zeigen euch ganz kurz, wie es auf Facebook funktioniert, da live zu gehen. Weil da gibt es auch noch einen ganz großen Vorteil bei Facebook. Wenn ihr auf Facebook seid, ist das Ganze recht simpel. Ihr geht einfach hier oben auf euren Status, also wo man normalerweise den Status postet. Dort geht ihr auf Live. Wenn ihr auf Live seid, müsst ihr das erst natürlich wieder denen erlauben. Jetzt hier auch wieder könnt ihr eine Description hinzufügen, heißt hier Test Livestream. Dann könnt ihr auf Done gehen und dann könnt ihr jetzt hier das Video starten. Jetzt startet ihr das Live-Video. Genau, jetzt seht ihr seid live. Comments will appear here, also da werden Comments auftauchen. Ihr könnt die Kamera drehen, heißt jetzt auch wieder, ihr bringt das Handy in Position, ihr seid live. Das Coole, und jetzt ganz kurz Vorteile von Facebook Live, ist, dass wenn ihr live seid, wir gehen jetzt hier schnell wieder offline, dass wenn ihr live seid, können Menschen diesen Livestream teilen und Facebook und die ganzen anderen Social Media
anderen Social-Media-Kanäle, die möchten, dass live mehr gemacht wird, dass eigentlich jeder Mensch sein Leben lang live rumläuft und allen Menschen das live zeigt. Und deswegen, wenn ihr einen Livestream habt und da sind einige Menschen drin, die sich den Gottesdienst angucken, dann fängt an, Facebook, Instagram und YouTube das anderen Menschen vorzuschlagen. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Und so kann es passieren, dass, so war es bei uns letzten Sonntag, in unsere Gemeinde kommen ungefähr 1200 Menschen sonntags. In unserem Livestream waren fast 3000 Menschen drin. Heißt, wir haben unsere Gemeindezahl fast verdoppelt, weil Facebook das den Menschen vorgeschlagen hat. Bei uns waren an dem Sonntag 500 Menschen im Gebäude. Das heißt, eigentlich hätten nur 500 Menschen das irgendwie zugucken müssen, weil 200 haben keinen Facebook-Account. Aber Facebook hat es so vielen Leuten vorgeschlagen, dass wir 2500 neue Menschen erreichen konnten. Und das eben, weil Facebook und YouTube das den anderen Menschen vorschlägt. Und das ist ein ganz großer Vorteil bei Facebook. Und genau, das gleiche könnt ihr natürlich auf Instagram machen, aber, und hier sind kurz ein paar Statistiken, wenn ihr einen Livestream auf Facebook, Instagram habt, dann ist das durchschnittliche Zeit, die ein User in eurem Livestream von eurer Gemeinde verbraucht, liegt bei zwischen 3 und 5 Minuten. Weil die einfach sehen, okay, jetzt habe ich genug gesehen, komm, machen wir kurz weiter und dann kommen sie nicht mehr zurück. Wenn euer Livestream auf YouTube ist, bleiben die Menschen im Schnitt zwischen 15 und 20 Minuten im Livestream. Heißt deutlich länger, deswegen ist YouTube deutlich interessanter als Facebook oder Instagram. Und aber am besten bleiben die Menschen drin, wenn ihr das YouTube-Video eingebettet in eure Webseite habt, weil dann bleiben die Menschen im Schnitt 40 Minuten da drin. Der Nachteil ist hier wieder, die Leute kriegen es nicht vorgeschlagen, aber die Menschen bleiben viel länger drin. Das heißt, wenn ihr eine große Gemeinde habt oder ihr habt eine Gemeinde, die Leute sind bereit, auf eure Webseite zu klicken, dann macht das viel mehr Sinn, als einfach nur, wenn ihr Facebook live geht, weil da sind selbst eure treuen Gemeindemitglieder schnell dabei wegzuswipen. Jetzt kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, eine Kamera zu kaufen und die mit YouTube, Facebook und Instagram zu verbinden. Und das ist ein Tick schwerer als im iPhone, weil im iPhone, ihr habt es gesehen, da könnt ihr Knopf drücken, dann ist das Ganze live. Die Kamera hier kann nicht einfach sagen, okay, ich streame das jetzt direkt an YouTube. Das heißt, für die Kamera braucht ihr ein paar Add-ons und die müsst ihr euch bestellen vor eurem Gottesdienst. Das erste, was ihr braucht, ist ein Programm, weil die Kamera, das, was die überträgt, muss erst ein Programm und das Programm kann es dann mit YouTube verbinden. Und ihr braucht ein Interface, das werden wir euch aber auch unten alles verlinken in der Infobeschreibung, ein Interface, das ihr zwischen die Kamera und dieses Programm schaltet. Das Programm, wir benutzen OBS in unserer Gemeinde und das ist ziemlich cool, weil das, was ihr einmal aufnehmt, heißt, ihr habt die Kamera hingestellt, ihr habt vielleicht ein Mikro oben drauf. Wenn ihr ganz cool seid, dann könnt ihr sogar das, was euer Mischpult, euer digitales Mischpult aufnimmt, heißt den Lobpreis, auch in OBS direkt reinfügen. Und das Coole ist dann, dass das, was ihr aufgenommen habt, könnt ihr gleichzeitig auf Instagram, Facebook, in eure Webseite und auf YouTube einbetten. Und das Programm überträgt es sozusagen in alle verschiedenen Richtungen. Und ihr habt die Möglichkeit, ganz viele Kanäle gleichzeitig zu bespielen. Zur Schwierigkeitsstufe Nummer 3, dem Advanced-Teil, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal für das Ganze live. Ihr könnt natürlich erstens in eine deutlich bessere Kamera investieren als in euer Basic-Ding. Aber, und das würde ich eher empfehlen, ihr kauft euch keine 3.000, 4.000 Euro Kamera, sondern vielleicht mehrere 700, 800 Euro Kameras, weil die haben tatsächlich schon eine ordentliche Leistung. Und dann könnt ihr nämlich einen Switcher einlegen. Heißt, wir haben ja eben bei Teil 2, ihr habt eine Kamera und dieses Programm und das geht dann ins Netz. Und hier habt ihr jetzt sozusagen nochmal zwischengeschaltet in dem Programm, habt ihr einen Switcher dran. Heißt, ihr habt eine Kamera vorne beim Pastor, ihr habt eine Kamera, die zeigt, okay, die Menschen sind leer und ihr habt eine Kamera, die rumläuft und vielleicht so ein paar Eindrücke macht und so, wie man es auf Kongressen oder Events kennt. Und das Ganze ist halt cool, weil es wirkt einfach viel dynamischer. Also wenn man verschiedene Kameraperspektiven hat, dann ist es viel interessanter anzuschauen, wenn so ein bisschen Bewegung drin ist, als wenn es immer nur statisch eine Kamera ist, die die ganze Zeit nur auf das Gesicht vom Pastor guckt. Und hier blenden wir euch unten ein, was ihr dafür braucht für Schritt 3. Und unser anderer Schritt 3 ist, hier haben wir Faith Live Sermons. Und die haben ein ganz cooles Programm entwickelt. Und zwar für Pre-Recorded Sermons. Heißt, ihr habt den vorher erstellt, den Gottesdienst, und wir können hier auf einen drauf gehen. Ist Englisch, aber ihr könnt ja die ganzen Texte, die ihr hier reinschreibt, auf Deutsch machen. Heißt, ihr shared den Link wieder, also ihr gebt den Link auf Facebook, könnt ihr posten, dann habt ihr selbst so eine Seite hier. Und dann habt ihr hier oben, ist sozusagen hier, wo Courage as Strange from God, hier ist euer Video drin. Dann, wenn ihr hier unten drunter geht, könnt ihr Sachen sagen, halt, welche Bibelstellen ihr verwendet habt. Wenn ihr hier weiter runter geht, könnt ihr so eine kleine Beschreibung machen, okay, um was ging es im Gottesdienst. Hier gibt es einen Share-Button, heißt, die Leute können das auch sharen. Ihr seht, wie viele Menschen das gesehen haben, hier 84 Views.
Und ihr könnt hier unten Files zum Download anbieten, heißt Handouts. Das ist zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube streamt, nicht so einfach, weil da könnt ihr zwar einen Link machen, wo Leute was runterladen können, aber das Coole ist, hier kannst du einfach Download drücken und dann downloadet er was. Und die Leute können kommentieren, heißt, man hat so ein bisschen so ein Community-Feeling in dem Ganzen drin. Und wie gesagt, das Video pre-recorded heißt, man kann den Gottesdienst vorher aufnehmen, das alles in Ruhe machen und morgens um 10 ganz gemütlich von zu Hause auf Publish drücken. Das waren unsere 3 verschiedene Möglichkeiten, wie du es schaffen kannst, deine Church in den nächsten 24 Stunden online zu bringen. Wenn du Fragen hast, wir haben unten unsere E-Mail-Adresse verlinkt, dann schreib uns gerne an. Ich glaube, dass wir eine ganz große Möglichkeit haben, mit allen Kirchen und Gemeinden auf dieser Welt in dieser Krise was zu bewirken. Weil wir haben doppelt so viele Menschen erreicht als an normalen Gottesdiensten, weil Facebook das den Menschen vorschlägt und Instagram und YouTube und Gott natürlich auch noch irgendwo eine Hand im Spiel hat. Heißt, wir können viel mehr Menschen erreichen und wenn jede Gemeinde ihren Livestream anbietet, dann haben wir das ganze Internet überflutet mit Gottesdienst-Livestreams und jeder, der sonntags morgens auf Instagram und Facebook irgendwo rumhängt, der kommt nicht an einem Livestream von einem Gottesdienst vorbei. Deswegen lass uns diese Welt verändern, lass uns diese Chance nutzen und lass uns diese Liedzeile immer wieder singen. God takes what the enemy meant for evil and turns it for good.